jetzt habe ich den Rennanzug ausgezogen und sitze jetzt hier mit dem Striezel. Und du bist ja gerade schon fleißig über die Rennstrecke gefahren. Erzähl mal erstmal, warum man dich überhaupt Striezel nennt. Das hast du gerade schon mal so angesprochen, ja. Das fand ich total süß. Ja, das kam bei meiner Taufe, hat mich die Taufpatin Tante Emmy auf den Arm gehalten und hat gesagt, oh, der sieht ja aus wie ein kleiner Striezel, was so in Österreich ein Hefezopf ist. Gell? Also sah ich früher auch schon komisch aus, offensichtlich. Das ist bis heutigen Tag geblieben, warum nicht? Das ist etwas Lustiges. Aber nicht mit dem österreichischen Strizi verwechseln, das ist was anderes. Gell? Was ist das? Das ist der Zuhälter. Also, oh. Das bin ich mit Sicherheit nicht, aber der Striezel, der Hefekuchen, der passt. Gell? Da stand ich nämlich vor 2 Tagen noch vom Bäcker und da habe ich Striezel gelesen. Genau, und richtig. dachte, ich wusste erstmal, was ein Striezel ist. Genau. Ja, ist ja lustig. Du hast ja schon echt einiges so erlebt in deiner Rennfahrerkarriere. Was waren so deine Highlights? Na gut, das ging über 43 Jahre. Da habe ich einiges erlebt. Das war eine Zeit. Ich habe angefangen 1969 hier am Nürburgring mit 18 Jahren. Damals musste man noch einen Führerschein haben und 18 sein. Du kannst dir vorstellen, das war eine Zeit, in der ich auch sehr viele Kollegen leider Gottes bei Unfällen verloren habe. Eine Zeit, wo Sicherheit noch kein großes Thema war. Es war eine andere Zeit. Der Fahrer stand immer auch von seiner Leistung her im Vordergrund, im Gegensatz zu heute. Aber es war eine tolle Zeit, eine spannende Zeit. Und wenn man mal zurückblickt, so in diesen 43 Jahren gab es so Höhen und Tiefen. Aus den Tiefen habe ich immer was gelernt, was mitgenommen. Ich habe dann einen Langstrecken-Weltmeistertitel rausgefahren mit Porsche, war ein paar Mal Deutscher Meister, habe die Rennen in Le Mans gewonnen, 24 Stunden am Nürburgring, in Spa, in Sebring, 12-Stunden-Rennen. Also wenn man so zurückblickt, kann ich wirklich hochzufrieden sein. Vor allen Dingen habe ich überlebt, ich sitze hier in einem Stück, das ist wichtig. Und dann ist mir noch eines ganz wichtig, dass ich heute noch ab und zu, ich habe offiziell vor 3 Jahren aufgehört, noch ab und zu mal in einem Rennauto in dem Lenkrad sitzen kann, um noch weiterhin mit dabei zu sein, dass man körperlich fit ist, warum nicht. Ab und zu, wenn mal der Stippler keine Zeit hat, mache ich mal einen Reifentest, da stimmen die Rundenzeiten auch noch. Also ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Also du würdest wahrscheinlich auch gar nicht ohne Sportwagen oder Rennen irgendwie auskommen, oder? Ja, also bis jetzt muss ich das bestätigen. Ich hoffe, dass ich noch recht lange das machen kann. Das hängt eben ab, ob man auch physisch und psychisch auch natürlich fit ist. Das muss man schon auch die Zeichen beobachten. Aber wenn ich dann zum Beispiel letztes Mal Taxi fahre hier im Oktober und es dauert dann bis März, bis ich wieder fahren kann, da sagt meine Frau schon, bitte fahr wieder Rennauto, dass du wieder leidlich erträglich wirst. Gell? Das ist schon natürlich, wenn man das so lange gemacht hat, schon eine gewisse positive Droge, muss ich sagen. Gell? Und das ist schon immer noch das Schönste, was es gibt. Meinst du oder würdest du sagen, dass sich im Laufe deiner Karriere sehr viel im Rennsport geändert hat? Es hat sich alles geändert. Gell? Also alles. Sag mal, würdest du sagen, auch Sachen negativ oder auch positiv, also so Sachen, die du wirklich als positiv hervorheben würdest oder eben auch als negativ? Ja, also positiv ganz klar das Thema Sicherheit. Wenn du überlegst, dass wir früher bei ersteren bin ich ja nicht mit Sicherheitsgurten gefahren. Hatte ich nicht mal einen Gurt, kein Fahreranzug hier 1969 am Nürburgring. Wahnsinn. Da hast du offene Helme gefahren, keine Handschuhe. Und was da in den nächsten Jahrzehnten dann gefolgt ist an Sicherheitsdingen bis heute, was du die Formel 1 anschaust, die Formelserien, die Sportwagen anschaust, auch heute so ein GT-Auto, haben einen so hohen Sicherheitsstand, das ist schon Gott sei Dank Weltklasse. Andererseits natürlich die moderne Technik, da ist der Fahrer auch ganz anders gefordert. Wir hatten ja früher kein ABS, keine Servolenkung, kein ESP und so Dinge. Das, was du also heute alles ja hast, was das Fahren auf der einen Seite einfacher macht, aber es ist auch der Wettkampf viel höher, weil ja viele an das gleiche Limit auch gehen können. Gell? Und dann vielleicht muss man eines sagen, ich sehe es bei meinen Buben, die Rennen fahren, was durch ein großes Leid ist heute diese weltweite Kommunikation über Facebook und WhatsApp und so. Du kannst ja auf gut Deutsch, entschuldige, keinen Furz lassen, ohne dass das morgen irgendwo im Internet erscheint. Das war natürlich früher ganz anders. Da haben wir wesentlich mehr Spaß machen können und dumme Sachen machen können, für die du wahrscheinlich eingesperrt werden würdest, weil es einfach nicht ging. Ja, der Spaß war anders, er war auch lustig und heute machen wir es andere Späße. Gell? Und was ich besonders klasse finde, dass ich so lange schon dabei bin, dass ich die ganze Entwicklung mitgemacht habe. Teils positiv, teils negativ. Wenn du mich heute fragst, was war dir lieber, kannst du nicht sagen. Ist heute cool und früher war es auch cool. Also wir werden dich wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch hinterm Steuer sehen, gehe ich mal schwer davon aus. Ja, toi toi toi, auf jeden Fall. Dann bin ich 76, das wird nichts, gell? Oh, das sei mal so nicht gesagt.
Nee, es gibt ja viele Leute, die in dem Alter auch wirklich noch fit sind. Und ich denke, gerade wenn man einfach auch diese Leidenschaft ja wirklich lebt und du lebst diese Leidenschaft ja. Muss ja gesund sein, ja, das ist wichtig. Ja. Also ich kann mir dann auch jemanden wie dich gar nicht vorstellen, der dann irgendwann in so einem Sessel sitzt und dann ganz in Ruhe sein Buch liest und dann gar nichts mehr Rennsport macht. Nein, das geht. Jetzt mal ein etwas anderes Thema. Wie war das damals so mit Frauen im Rennsport? Genial. Das war einfach toll. Wir haben eine ganz tolle Zeit miterleben dürfen. Denn heute hast du bei den meisten Rennen diese Chipkarten, die tollen Frauen ja nicht haben. Heute sind die alle schon mit 18, 19 irgendwo engagiert oder verheiratet. Es war gerade in den Formel-1-Zeiten mit James Hunt, mit Jochen Maas, es war unvorstellbar cool. Das heißt heute nicht mehr. Gab es so viel auch wie heute schon oder eher weniger? Es gab viel mehr. Echt? Wirklich, viel mehr. Ja. Also das Angebot war größer. Damals warst du noch als Rennfahrer auch irgendwie ein Held. Die Frauen sind wirklich, die sind auf dich los und gesagt, hör mal, Stucki, toll, und können wir nicht heute Abend ausgehen? Das gibt's halt nicht mehr. Aber wenn ich da sehe, was meine Buben, was die oft anstellen müssen, bis sie mal eine zum Ausgehen motiviert, das ist viel, viel schwieriger. Gell? Ich meine jetzt eigentlich gerade Frauen, die auch selber fahren. Das hat es bei mir auch schon gegeben. Wir hatten in der Formel 1 Leda Lombardi, wir haben gehabt Giovanna Amati, in den Tourenwagen Erlen Lohr. Ich muss sagen, ich habe vor den Frauen immer sehr viel Respekt gehabt, weil die nämlich super Auto gefahren sind. Ja. Und es gibt auch keinen Grund, warum eine Frau weniger gut Auto fahren können soll wie ein Mann. Warum nicht? Warum denn? Nur ist es schade, dass in der Formel 1 keine Frau ist. Das war mir Ecclestones größter Wunsch, dass er mal eine in die Formel 1 geht. Da war ja Danica Patrick aus Amerika, war sehr nah dran, die auch Indy schon gefahren ist. Aber die hätte dann für eine Formel 1 alles aufgeben müssen. Die hätte 2 Jahre gebraucht, bis sie alle Strecken kennenlernt. Hat das auch nicht gemacht. Die waren mehr gut aufgehoben. Also es ist ganz, ganz deutlich, es fehlt in der Formel 1 eine Frau. Und ich kann von Autobahnfrauen nur das Beste sagen. Formel 1 bist du ja auch schon gefahren. Wie lange? 74 bis 79. Ja. Welches Auto bist du damals? Ich habe angefangen mit March Ford. Dann bin ich ein Jahr gefahren für den Bernie Ecclestone, für Brabham Alpha. Ein Jahr für Philip Shadow und ein Jahr noch für das deutsche ATS-Team. Ja, aber da war nicht mehr drin wie 2 dritte Plätze. Besser war ich nicht. Und so von Rennwagen her, wo würdest du eher hintendieren? Sagst du, so ein Formel-1-Auto ist schon so das Wahre und es gibt nichts Besseres? Oder fährst du dann doch lieber so ein, wie jetzt heute so ein R8 LMS? Oder also so, was ist für dich jetzt so das Rennauto? Also ich habe mit 43 Jahren Karriere alles gefahren. Über einen BMW 2002 bis zum Truck Race. Und für mich das tollste Auto, was am meisten war der Porsche 962C, dieser Sportwagen, der Rothmans Porsche. Da sind wir schon mal in der richtigen Richtung hier. Genau, mit dem ich auch Weltmeister gewonnen, zweimal Le Mans gewonnen habe. Dieses Auto hatte die perfekte Kombination aus Reifenbreite, Motorleistung und Abtrieb aerodynamisch. Das war der Hammer. Wir sind auf vielen Formel-1-Strecken hier gefahren, hier auch, Grand Prix und Monza. Aber gerade mal Sekunden langsamer wie die Formel 1. Gell? Damals war ich Porsche-Werksfahrer, habe zigtausende Testkilometer fahren dürfen, die mich dann mit dem Auto wirklich gut vertraut gemacht haben. Wahnsinn, ja. Das war natürlich auch ein Auto, mit dem mir viele Kollegen auch leider ihr Leben gelassen haben, wie Stefan Belloff zum Beispiel, leider Gottes, Joe Gardner. Dann der Manfred Winkelhock. Ich frage dich einfach mal das, was ich jeden Rennfahrer frage, den ich so treffe. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich jetzt so in meinem Alter bin, ich ja jetzt wahrscheinlich auch schon so Rentner, was so Einsteiger angeht im Rennsport. Bist du jetzt 25? Ja. Das ist ein bisschen spät, ne? Genau, die meisten fangen ja schon so an. Ja, wenn du heute siehst, im Go-Kart-Sport beim Bini Cup fahren die mit 9 Jahren. Was ich wiederum persönlich zu früh finde. Ich finde, dass heute mal so ein Mindestalter mit 12, 13 mal einsetzen, das reicht auch. Aber da mit 9 Jahren sind oft aus der Erfahrung die Eltern so tierisch auf die Kinder, die müssen und fahr schneller und so, also das ist relativ schwierig. Aber ich würde dir empfehlen, dass du vielleicht mal mit einem Formelauto, einem Formel 4 oder so, oder hier mal die Rennfahrerschule Nürburgring mit so einem Auto mal anfängst, mal die Basic lernst und dann mit einem GT4-Auto oder sowas
weitermachst und dann vielleicht so ein GT3-Auto fahren. Mit einem Formelauto schon die Basics lernen. Ja, das ist also, weil Go-Kart ist ein bisschen spät, würde ich sagen. Aber so ein Formel 4 ist ja ähnlich wie ein Go-Kart. Ist dann ein bisschen sicherer auch und da ist auch nicht ganz so die Wilden unterwegs. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass das schon so die Spitze wäre. So von Nee. Also wenn die jetzt 12 ist, würde ich sagen, dann fährst du jetzt Go-Kart. Aber in deinem jugendlichen Alter würde ich dir anfangen mit der Formel 4 oder hier im jugendlichen Alter, wie charmant. Na klar, wenn hier in Nürnberg gibt es ja die Rennfahrerschule, die Autos, die Formelautos hier haben, wo du auch Lizenz machen kannst, die machen das perfekt hier. Ne? Mal dir die Basics beizubringen über das Ganze. Aber ich höre, du fährst ja viel mit dem Porsche, du kannst ja sicher gut Auto fahren, gehe ich mal davon aus jetzt. Da bist du schon den meisten Leuten mal voraus, das ist schon mal gut. Ja, aber noch nicht Rennstrecken erfahren. Das wäre jetzt so das Nächste. Also wer einen Porsche, da gehe ich jetzt aus von Erzählungen von einem Freund von dir, der den gut bewegt, am Schlifserjoch und die anderen Pässe, dem tragst du sie hier auch so ein Formelauto bewegen kann. Okay? Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Immer gerne. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem R8 LMS. Richtig, ein paar Gäste warten noch, Wetter wird auch wieder besser, jetzt können wir nochmal loslegen. Genau, ja, ich bin gespannt. Ob die Wette gilt.